Willkommen zu der Voreinstellung Kopfbewegung plus Taster. Mit dieser Voreinstellung kannst du deinen Computer mit den Bewegungen deines Kopfes und einem Taster wie einem Fußpedal bedienen. Dazu benötigst du eine Webcam und einen Taster. Wenn du noch keinen Taster hast, gibt es in unserem Blog einen Vergleich zwischen verschiedenen Tastern mit USB-Anbindung. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wähle in der Einrichtung die Voreinstellung Kopfbewegung plus Taster und klicke auf Weiter. Nun wähle ich aus, welche Webcam zur Erfassung meiner Kopfbewegung genutzt werden soll. Dazu scrolle ich nach unten und finde eine Liste aller an diesen Computer angeschlossenen Kameras. Ich wähle die integrierte Kamera. Stell dabei sicher, dass du dich mittig vor der Kamera befindest. Also nicht so oder so, sondern ungefähr so. Unter Windows gibt es die Einschränkung, dass eine Webcam nur mit einem Programm verbunden sein kann. Das heißt, wenn du ein weiteres Programm wie einen Videochat hast, das ebenfalls eine Kamera benötigt, brauchst du entweder eine zweite Webcam oder du brauchst ein Programm, das ein Webcam-Bild aufteilen kann. Außerdem kann es sein, dass dein Kamerabild schwarz erscheint. Das kommt vor, wenn du ein Antivirenprogramm hast, das den Zugriff von Simanox Access auf die Kamera blockiert. Gehe dann in dein Antivirenprogramm und erlaube Simanox Access den Zugriff auf deine Kamera. Ich klicke auf Weiter. Nun lege ich fest, welchen Taster Simanox Access benutzen soll. Dazu scrolle ich herunter und sehe, dass Simanox Access bis zu 4 Taster unterstützt. Für die aktuelle Voreinstellung wird aber nur der Multitaster verwendet. Der Multitaster heißt, dass ich einen Taster einmal, zweimal, dreimal oder gedrückt halten kann, um verschiedene Aktionen auszuwählen. Ich muss aber erstmal festlegen, mit welcher Tastenkombination der Schalter mit meinem Computer verbunden ist. In meinem Fall ist das Bild ab und auf. Ich kann testen, ob der Schalter funktioniert, indem ich den Schalter nehme und einmal drücke und Eindruck wird erkannt. Drücke ich ihn zweimal, wird ein Doppeldruck erkannt. Drücke ich ihn dreimal, wird ein Trippeldruck erkannt. Lasse ich ihn gedrückt, wird ein Longdruck erkannt. Weiterhin kann ich festlegen, wie das Zeitfenster für den Doppel- oder Dreifachdruck aussehen soll. Ich bin zufrieden mit 500 Millisekunden und klicke auf Weiter. Nun ist die Einrichtung schon komplett und ich klicke auf Fertig. Als erstes sehe ich einen orangenen Kreis in der Mitte des Bildschirms. Dieser Kreis wird auch Spur genannt. Die Spur verschiebe ich, indem ich meinen Kopf bewege. Zum Beispiel nach links, um die Spur nach links zu bewegen, nach rechts, um die Spur nach rechts zu bewegen, nach oben oder unten, um die Spur nach oben oder unten zu bewegen. Jetzt möchte ich etwas im Internet suchen. Dazu bewege ich die Spur über meinen Webbrowser in der Taskleiste. Nun möchte ich einen Klick ausführen. Dazu gehe ich auf meinen Fußschalter und drücke ihn einmal. Dann erscheint ein Fadenkreuz und ich kann mit meinen Kopfbewegungen ganz genau auswählen, wo ich exakt hinklicken möchte. Und ich drücke noch einmal den Fußschalter. Nun hat sich bereits mein Webbrowser geöffnet. Als nächstes klicke ich in das Suchfeld. Und nun möchte ich etwas tippen. Dazu gehe ich an den rechten Rand und öffne das Panel. Das Panel bietet mir weitere Funktionen, die ich damit aktivieren kann, indem ich längere Zeit mit der Spur auf ihnen verbleibe. Ich verbleibe auf Tippen. Nun öffnet sich eine Tastatur. Ich verschiebe die Tastatur noch an den oberen Rand mit Ausrichten und kann nun ganz entspannt Buchstabe für Buchstabe meinen Suchbegriff eingeben, indem ich mit der Spur für einige Zeit auf den Buchstaben verbleibe. Danach bewege ich mich auf Enter und schließe die Tastatur.
Zum Scrollen in Kombination mit dem Fußschalter bzw. einem Taster kannst du den Fußschalter an einer beliebigen Stelle einfach zweimal drücken. Und schon bin ich im Scroll-Modus. Wenn ich nach unten gucke bzw. den Kopf nach unten bewege, scrolle ich nach unten. Bewege ich meinen Kopf nach oben, scrolle ich nach oben. Mit der Bewegung der Spur auf Beenden kann ich das Scrollen beenden. Außerdem kann es sein, dass deine Webcam nicht mittig oben über dem Bildschirm positioniert ist. Dann bieten wir an, dass wir die Position bzw. den Kopf neu ausrichten können. Dazu kannst du ins Panel gehen, gehst auf Kopf ausrichten, hältst eine Weile still und schon hat Seminox Access gelernt, wo sich deine Kamera befindet bzw. wie du gerade auf dem Bildschirm schaust. Das war eine kurze Einführung zur Bedienung von Seminox Access mit Kopfbewegung und einem Taster. Bitte schau dir noch weitere Videos von uns an oder besuche unsere Hilfeseite. Ich wünsche dir noch viel Spaß!